ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses Malbuch wurde mir von der Firma Coloria zur Verfügung gestellt im Austausch für eine ehrliche Meinung und ich würde euch das Buch gerne vorstellen. Also dieses Mandala-Malbuch ist in einem Blockstil angelegt mit einer Ringbuchbindung, das sowohl zulässt, dass Links- oder Rechtshänder keine Probleme haben, in diesem Buch zu malen. Während ich in dem Buch gearbeitet habe, habe ich das als sehr, sehr positiv empfunden, weil es manchmal schon echt anstrengend ist, mit einer Buchbindung zu kämpfen. Gerade wenn die Motive in dieser Bindung verschwinden, finde ich es oft sehr nervig zu versuchen, die restliche Ecke meiner Blume zum Beispiel doch noch auszumalen. Und diese Ringbuchbindung fand ich richtig klasse. So. Ich stelle euch einmal kurz die Motive vor und erzähle euch hinterher etwas zum Papier und den Vor- und Nachteilen, die ich mit diesem Buch erfahren habe. Bis gleich! Ich hoffe, ihr habt da einige Motive gefunden, die euch gefallen haben. Ich habe schon geistig einige Pläne gemacht für die nächsten Motive. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Mandala-Malbuch gemalt habe oder dass ich Mandalas allgemein ausgemalt habe. Und ich muss sagen, ich fand es super entspannend. Wenn man sonst viel drumherum hat, wie Blätter, Blumen, dann ein Swirl hier, ein Muster da, konzentriert man sich sehr darauf, dass alle Farben harmonieren, dass man auch das Gesamtbild einfach zusammenbringt. Und ich finde, bei Mandalas ist das Ganze einfach viel simpler gestaltet. Ich konnte mich wirklich aufs Ausmalen konzentrieren. Ich habe jetzt nichts Großartiges an Technik hier angewandt. Ich habe einfach nur, ich glaube, 5 Farben für die Grüntöne und 2 Farben für die Lilatöne verwendet und habe mich einfach nur aufs Malen konzentriert und ich fand das sehr entspannt. Also ein großes Plus an überhaupt das Mandala-Malen an sich. Ich habe auch schon einige Pläne für die nächsten Muster hier drin. Ich werde da auf jeden Fall weiter drin malen. Dann zum Papier. Das Papier ist sehr dick. Ich schätze es auf 200, sogar mehr als 200 Gramm. Also es ist sehr dickes Papier und auch sehr glattes Papier. Und ich habe mit alkoholbasierten Markern hier drin gemalt, die natürlich durchgedrückt sind. Ich hatte zum Schutz hier auch noch ein Blatt Papier drüber gelegt, aber auf diesem Blatt Papier ist nichts gelandet. Hier einmal der Beweis, das ist nur ein Test, den ich gemacht habe. Und auf dem Blatt Papier ist wirklich nichts drauf gekommen. Also ein Traum für Marker- und Feinliner-Liebhaber, weil man sich hier richtig austoben kann. Und das Papier ist glatt genug, dass die Filzfasern von den Markern keine Schäden zurückbehalten. Ich habe von jeder Farbsorte, die ich benutzt habe, ob Buntstift, Aquarell, Feinliner und sonstiges, ein kleines Video gemacht und werde euch dann jetzt die Vor- und Nachteile dieser Stifte in dem Buch einmal kurz berichten. Das erste Medium, das ich euch vorstellen möchte, sind die Chameleon Alkoholmarker. Ich habe sie zum ersten Mal in dem Bild benutzt und ich muss sagen, ich war auf dem Papier wirklich begeistert.
Dadurch, dass das Papier so eine glatte Oberfläche hat, konnte man die Marker super blenden. Es hat der Filzspitze der Marker auch nicht geschadet. Und das Papier sog die Farbe förmlich auf und die Blenden oder die Blendungen waren wirklich richtig schön. Also dieser Stift oder die Alkoholmarker haben mir am besten auf diesem Papier gefallen. Und natürlich haben diese Chameleon-Markers auch eine besondere Funktion. Wie ihr seht, halte ich die immer wieder in so einen Deckel rein. Da drin ist ein Blendmedium, das mir erlaubt, hellere Töne mit dieser Farbe zu erzielen und dunklere Töne. Ich werde nochmal ein separates Video zu den Markern machen. Natürlich möchte ich die euch auch vorstellen. Ich verlinke sie euch aber schon mal unten in der Infobox, wenn ihr genauso begeistert seid wie ich und sie schon mal ausprobieren wollt. Die Fineliner möchte ich euch als nächstes vorstellen, weil sie für mich auch auf Platz 2 liegen. Und es hat mir echt viel Spaß gemacht, 2 verschiedene Techniken in dem Buch zu testen. Einmal Pointillism oder Pünktchen malen. Und das hat super auf dem Papier funktioniert. Ich habe auch ein paar kleinere Flächen mit anderen Fineliner-Farben ausgemalt. Auch das hat wunderbar funktioniert. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die Fineliner sind nicht durchgedrückt. Das dritte Medium sind die Albrecht Dürer Aquarellstifte. Auch die haben sehr gut auf dem Papier gemalt. Ich hatte keine Probleme, die Farbe auf dem Papier aufzutragen. Und mit dem Wasser hat auch alles wunderbar funktioniert. Allerdings würde ich euch empfehlen, nicht zu viel auf dem Papier rumzureiben, weil es eben kein Aquarellpapier ist, das dafür ausgelegt ist, aber nichtsdestotrotz haben mir die Aquarellstifte auf dem Papier auch sehr gut gefallen. Die Prismacolors sind wachsbasierte Stifte und durch die wachsige Mine hat man eigentlich selten Schwierigkeiten, die Farbe aufs Papier zu bringen, weil diese Stifte einfach sehr viel Pigment abgeben. Ich sage nicht sehr viel Schwierigkeiten. Auf manchen Papieren ist es problematisch, aber ich hatte eigentlich keine großen Probleme auf diesem Papier. Dadurch, dass die Struktur so glatt war, war das Papier natürlich schnell gesättigt, aber für die Mandalas hat es auf jeden Fall gereicht und ich habe gerne mit den Stiften auf dem Papier gearbeitet. Die Polychromos von Faber-Castell sind übersierte Stifte, das heißt, die Minen sind härter und da bin ich wirklich an meine Grenzen gestoßen. Da das Papier des Malbuches so glatt ist, konnte ich nicht die Farbschichten aufs Papier bringen, die ich brauchte, um die Farbintensität zu erreichen, die ich eigentlich haben wollte. Und je mehr ich versucht habe, die Farbe dunkler zu kriegen, desto mehr habe ich so Stücke und Striche eingearbeitet, die ich einfach nicht mehr ausgeblendet bekommen habe. Und da muss ich leider sagen, die übersierten Stifte haben mir nicht so gut gefallen, aber nichtsdestotrotz konnte ich mit allen Stiften in diesem Buch arbeiten und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freue mich schon auf mein nächstes Projekt. Ich hoffe, euch hat dieses Mandala-Malbuch genauso gut gefallen wie mir. Ich werde den Link zu dem Buch auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Klickt auf jeden Fall drauf, schaut es euch an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!